Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 68. Folge von Playmocast. Und in dieser 68. Folge sind Leo und Sabrina wieder dabei. Hallo Leo, hallo Sabrina. Hallo Lars, hallo Leo. Hallo ihr beiden. Ja, hi, freut mich sehr, dass wir wieder zusammen sind. Wir machen heute ein Spielformat, das wir schon mal so hier im Podcast gemacht haben, nämlich im letzten Jahr. Da hatte dieses Spielformat noch keinen Namen, es heißt König. König. Und es geht heute, wie es auch in der Überschrift schon steht, um den besten Adventskalender. Wir haben uns hier auf die Jahre 2020 bis 2025 beschränkt und ja, sind mal gespannt, welcher Adventskalender hier am Ende von uns der beste sein wird. Und wenn diese Folge hier online geht, dann sind Folge 17 und Folge 37, also die Adventskalenderfolgen mit Philipp und Tobi, dann auch hochgeladen. Und da sind wir schon direkt bei den Adventskalendern. Wir haben den Zufallsgenerator angeworfen und jetzt starten wir mit Leo. Leo, du stellst deinen Adventskalender, den besten Adventskalender aus deiner Sicht vor. Okay, dann starte ich mal. Ich habe mich für einen besonderen Adventskalender von Playmobil entschieden, mit auch einer Lizenz, halt Lizenzdings übertrieben, halt mit einer Eigenmarke von Playmobil, mit dem Wiltopia Adventskalender, mit halt der DIY Adventskalender, so heißt er. Ich habe ihn genommen, weil er, ich finde, halt weil er einfach ein besonderes Design hat, im Gegensatz zu den anderen. Und weil er halt echt viele Figuren, ja, viele Tierfiguren beinhaltet und man da echt sein Tierreich vergrößern kann. Ja. Und ja, genau. Okay, dann haben wir schon mal Wiltopia hier mit im Spiel und Sabrina, du hast Position Nummer 2 und darfst jetzt deinen Adventskalender vorstellen. Ja, also sehr, sehr gerne. Ich habe mich für den Kalender, sag ich jetzt, wie der heißt, Adventkalender. Sag einfach die Nummer. Ja, die Nummer kann ich dir geben, 71088. Ist das ein aktueller Kalender oder ein älterer? Der ist aus dem Jahr, jetzt will ich gar nicht lügen, 22 oder so? Ich glaube 22 oder 23. Ich glaube 22. Also, ja, ich habe irgendwie nochmal versucht zu gucken, aber ich habe es nicht auf die Schnelle nicht gefunden. Also ich habe mich super vorbereitet, aber ich habe es wirklich einfach nicht gesehen. Also ich habe mich für diesen Kalender entschieden, weil der also ganz viel abdeckt. Also da gibt es sehr viel für mich zu entdecken, was ich persönlich auch mit Weihnachten verbinde. Also mal angefangen vom Plätzchen backen, das ist so eine kleine Küche mit Backofen, mit einem kleinen Tisch, Blechen und natürlich den super leckeren Plätzchen drauf. Ein weißer Weihnachtsbaum, der spricht mich persönlich auch an. Ich hatte viele Jahre selber auch einen weißen Weihnachtsbaum zu stehen. Also A, weil ich es ein bisschen schöner fand und weil, naja, ich irgendwann aufhören wollte, Bäume zu fällen und mir dann so ein Plastikteil reingestellt habe und die weißen meiner Meinung nach ein bisschen schöner aussehen. Der Weihnachtsmann, Schneemann, Schneekugeln, Geschenke sind mit dabei. Der Weihnachtsmann hat noch so einen ganz süßen Weihnachtsbrief. Also deute ich jetzt einfach mal so mit dabei. Ein Schlitten. Ja, irgendwie ist das so ein Rundum. Und in dem Weihnachtskalender gibt es sogar noch Backförmchen. Ja. Also quasi kann man während der Adventszeit bis zu Weihnachten diese verschiedenen Backförmchen zum Backen noch mitverwenden und integrieren. Ja. Ich finde den total schön. Da ist einfach so viel mit drin und ganz, ganz viel Weihnachtliches. Deswegen hat er mich total angesprochen. Zu dem Kalender werde ich nachher auf jeden Fall noch was sagen. Und dann würde ich sagen, stelle ich mal meinen Adventskalender vor. Und zwar ist das der Adventskalender mit der Artikelnummer 71345. Und zwar ist das die weihnachtliche Schlittenfahrt aus der Horses of Waterfall-Reihe. Und zwar gibt es hier wirklich eine Menge zu sehen und sehr, sehr viele coole Sachen einfach mit dabei. Wir haben
das Thema Horses of Waterfall noch nie so richtig thematisiert in dem Podcast, was wir auf jeden Fall zukünftig dann im nächsten Jahr mal machen können. Da gibt es sehr, sehr viele coole Sachen. Das ist quasi ja die neue Spirit-Reihe sozusagen, bloß eben von Playmobil selbst organisiert und Pferde stehen hier im Mittelpunkt. Die Hauptfigur Isabella ist hier dabei, ihre Andalusia-Stute Buttercup, dann gibt es das Fohlen mit im Set, das heißt Cream, die Hündin Lucy ist auch dabei und dann sind da richtig, richtig viele Waldtiere dabei und natürlich ist die Schlittenfahrt hier so das zentrale Thema, ein sehr, sehr winterliches Thema, ein sehr, sehr winterliches Szenario, finde ich und irgendwie hast du hier so den Eindruck, dass Weihnachten ja nicht nur für die Menschen da ist, sondern auch eben für die Waldbewohner, für die Tiere, die hier mit im Set dabei sind. Also wir haben hier, wie gesagt, den Hund, ein Pferd, einen Fohlen. Wir haben einen Fuchs, Babyfüchse, Rehkitz, Eule, Vogel, Maus, Eichhörnchen. Also alle möglichen Tiere können hier Weihnachten feiern und das finde ich sehr, sehr bezaubernd und zudem finde ich den Pappaufsteller, der hier zur Dekoration in diesem Set dabei ist, auch sehr, sehr süß und ich finde das alles in allem wirklich ein sehr, sehr traumhaftes Set und muss auch sagen, dass ich das Pferdethema eben mag und das haben wir alle schon mal auch hier in der Neuheitenfolge ganz kurz thematisiert. Also das Pferdethema in Kombination mit dem Schlitten, das ist für mich sehr, sehr traumhaft. Hat ein bisschen lange gedauert, ne? Nö. Also ich habe dir gerne zugehört. Ich habe den die ganze Zeit gesucht, parallel, ehrlich gesagt, aber ich habe den gar nicht gefunden. Jetzt habe ich den mal eingegeben. So, dann würde ich sagen, reden wir über dein Set, Leo, zuerst. Du warst der Mhm. Erste dran, der den Kalender vorgestellt hat. Und Sabrina, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein und bewerten mal, ne? Ja, gerne. Und jetzt können wir ja einmal so Pro und Contra nennen hier, warum Leos Adventskalender der beste ist oder warum er es eben nicht ist. Willst du anfangen? Ja, gerne. Mhm. Also Leo hat ja vorhin gesagt, dass das Spannende an diesem Kalender ist, dass der eben ganz viele Tiere inne hat. Also kann man sein eigenes Repertoire erweitern Mhm. und die Anzahl der Tiere, das finde ich total schön. Das spricht auf jeden Fall auch für den Kalender. Und Mhm. du hattest vorhin ja auch sowas gesagt, wie Weihnachten ist eben nicht nur für uns Menschen da, sondern eben auch für alle anderen ja, Bewohner, Lebenstiere, wie auch immer, Lebenswelten. Und dann ist das auf jeden Fall auch ein Pluspunkt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, aber das ist wie immer so eine Einschätzung total subjektiv. Der Kalender erinnert mich erstmal überhaupt nicht an Playmobil. Also ich verbinde das überhaupt nicht miteinander. Ich kann das so rein von der Optik dem erstmal nicht so entnehmen. Mhm. Und es ist mir, glaube ich, also es vermittelt für mich so diesen weihnachtlichen Charme. Zu wenig. Ja. War das verständlich? Habe ich jetzt ein bisschen Ja, ich umständlich hätte auch, ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? ich hätte auch gesagt, da sind mir ein bisschen zu wenig Weihnachtsmotive, typische Weihnachtsmotive mit enthalten. Also, dass du da dann versuchst, den ganzen Kalender, wir haben ja noch andere Kalender, auf die wir gleich nochmal kommen können, die an sich einen richtig guten Adventskalender darstellen, aber dann vielleicht mit den typischen Weihnachtskalendern oder Adventskalendern jetzt gar nicht so viel zu tun haben. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, muss so ein Adventskalender unbedingt Weihnachtsmotive beinhalten? Oder können das eben auch so Sachen sein wie hier bei Wiltopia? Und ich finde, so als Ergänzung, finde ich das hier wirklich perfekt, weil die Tiere einfach geil sind. Mir fehlt hier aber wirklich auch so ein bisschen der weihnachtliche Bezug oder so ein bisschen Weihnachtsstimmung vielleicht auch. Da hätte ich aus meiner Sicht jetzt, das heißt nicht, dass es richtig ist, dann eher schon gesagt, boah krass, ich hätte hier irgendwie gerne eine Weihnachtsbude dabei oder einen Schlitten oder so. Aber das ist ja hier so ganz neutral betrachtet wirklich cool, weil du hast hier sehr, sehr viele verschiedene Figuren, sehr, sehr viele tierische Figuren, die du ja immer dann irgendwie gebrauchen kannst und die wunderbar mit ins Thema passen. Und deswegen finde ich es schon geil. Also auch hier so ein bisschen so, wie du gerade sagtest, Sabrina, dass die Tiere auch Weihnachten feiern können und finde ich schon irgendwie süß. Aber ja, weiß nicht, ob das unbedingt weihnachtlich ist, ne? Ja, halt, ich verstehe, was ihr meint, weil das ist halt, genau deswegen habe ich es halt eben genommen, weil es halt eben ein bisschen weniger von diesem komplett klischeehaften Weihnachten ist Mhm. und weil es ja auch ein DIY-Adventskalender ist, so, ja. Ja, okay. Hm. Ja, das verstehe ich schon. Klar, muss ja nicht immer dann so sein, okay, wir brauchen hier Weihnachten, wir brauchen hier Weihnachtsmotive. Das stimmt schon. Gibt ja auch Adventskalender von irgendwelchen, was weiß ich,
Gummibären von Haribo oder sowas. Gibt es ja auch alles. Also da ist ja auch kein weihnachtlicher Bezug. Das ist schon ein guter Punkt, glaube ich. Ja, Okay, und vor allem von Playmobil gibt es halt solche wenig. Bis gar nicht. das stimmt, genau, genau. Hm. Deswegen. So, Sabrina, wollen wir zu deinem Kalender einmal kommen? Ja, gerne. Ich mache mir den mal eben nochmal auf. Und dann seht ihr den schönsten Kalender, den es wahrscheinlich jemals von Playmobil gab. Ja. Ihr wolltet Ja. den auch nehmen, seid ehrlich. Aber ich war schneller und habe die Nummer zuerst geschickt. Leo, was sagst du? Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Ja. Aber auch nicht richtig Ähm, gut, oder wie? ja, es ist halt nicht so mein Ding, mein Mhm. Fall. Aber beginn du Ja. mal. Ich muss noch kurz überlegen. Ja, das Ding ist, also ich kann schon mal erzählen, dass wir im letzten Jahr so eine ähnliche Folge schon mal gemacht haben. Da ging es um die besten Adventskalender überhaupt. Und wir hatten damals das Problem, dass eine Tonspur von uns einfach nicht verfügbar war. Und somit konnten wir diese Folge nicht veröffentlichen. Und jetzt kann ich euch verraten, dass ich genau diesen Adventskalender damals verwendet habe. Und ihr könnt euch dann ja mal ausmalen, welche Position ich am Ende mit diesem Adventskalender hatte. Und ich kann schon mal verraten, dass ich auch ein bisschen umswitchen musste in der Vorbereitung, weil ich finde den schon richtig gut. Also ich finde, das ist schon ein sehr, sehr guter Adventskalender und also ich bin hier komplett dabei. Ich finde so das ganze Thema Weihnachtsbäckerei finde ich wirklich perfekt. Also ich liebe es, weihnachtlich zu backen. Ich habe heute wieder Stollen gebacken und wir backen, seitdem ich 7 bin, glaube ich, hier Marzipanstollen oder Mohnstollen. Also das ist wirklich so ein Highlight von mir. Deswegen finde ich mich hier in diesem Set absolut wieder. Diese Backform noch darüber hinaus. Also du kannst dieses Set ja nicht nur in der Playmobil-Welt nutzen, sondern auch noch im Alltag. Und das ist eine süße Sache. Der Ofen ist mit dabei, der Schneemann ist dabei, der Weihnachtsmann ist dabei. Du hast einen kleinen Schlitten, so ein Pony. Also das ist schon sehr, sehr geil. Also da kann man, weiß ich nicht, das ist natürlich jetzt typisch Klischee. Da wirst du sagen, Leo, das ist ja genau das, was ich jetzt nicht unbedingt haben wollte, weil das ja so klischeemäßig ist. Und leider gewinnt hier vielleicht auch so ein Klischee-Weihnachtsset eher als vielleicht so ein wundervolles Set, wo richtig, richtig viele geile Tiere dabei sind. Ich weiß es nicht, ne? Das ist eine schwere Sache. Ja, ich finde ihn auch voll cool, weil er halt eben, weil es halt auch richtig coole Sachen dabei sind und es halt für Mhm. Weihnachten eben perfekt ist. Und so ein Klischee-Weihnachtsding ist ja auch cool. Ja. Aber irgendwie halt die Dinge, als hätte es das schon gegeben, irgendwie so, finde ich's. Mhm. So, ja. Was sagst du zu dem weißen Weihnachtsbaum? Okay, halt, er passt nicht rein. Okay, okay. Sabrina, du hast gesagt, du bist großer Fan davon. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch einen künstlichen Weihnachtsbaum. Und ich finde den in weiß, ich würde den in grün, glaube ich, geiler finden, obwohl es ja jetzt noch viel geiler ist, weil du sagst, ja, einen weißen Baum habe ich auch, also besser kann es ja am Ende nicht passen, so. Das ist schon witzig. Ja, aber ich finde halt, wenn man so einen klischeehaften Adventskalender macht, dann sollte halt schon auch alles so sein, wie es halt Ja, ist. ja, ich verstehe. Aber so musst du ja auch sagen, so alles in allem ist ja hier wirklich ein Set geboten. Guck mal, du hast sogar so einen Kneter dabei, so eine Rührschüssel auch noch dabei. Du hast ja wirklich komplett Weihnachten einmal durchgespielt in den eigenen 4 Wänden. Und ich finde, viel Weihnachtsstimmung entsteht ja auch in den eigenen 4 Wänden. Und gerade auch so beim Backen, da kriegst du ja, wenn du dann nebenbei Weihnachtsmusik zu laufen hast oder so, kriegst du ja ein ganz anderes Gefühl für dieses weihnachtliche Miteinander. Und das ist schon ziemlich geil irgendwie auch. Ja, Lars, also du schwärmst so für diesen Kalender. Ich muss den auch gar nicht verteidigen. Also ich merke, du fühlst, was ich fühle. Und ich Ja. muss wirklich sagen, ich habe mir erst einige angeguckt und habe gedacht, ach, da kommt doch bestimmt noch irgendeiner, der das toppt oder der irgendwie doch noch mal nicht so klischeehaft ist. Mhm. War tatsächlich auch so mein Gedanke. Aber ich habe den gesehen und der ging mir nicht mehr aus dem Kopf, weil der erinnert mich einfach an alles das, was so Weihnachten für mich verkörpert. Und Mhm. ich mag diesen ganzen Schnickschnack, Hickhack und das ganze Gemütliche und der vermittelt für mich einfach eine Atmosphäre. Und Ja. deswegen mag ich den Kalender. Absolute Minuspunkte gibt es hier natürlich für den weißen Weihnachtsbaum, um meinen eigenen zu verteidigen halt einfach auch. Und der Pappaufsteller mit der weißen Küche, der ist natürlich gar nicht schön. Also das sind 2 Minuspunkte, die da so schwer sitzen am Ende, dass ich mir da keine Sorgen mehr um meine Platzierung mache. Und was ich Okay, finde, dass ja. der Schlitten so klein ist.
Der ist klein, ja. Und ich finde das Weihnachtsmotiv nicht schön. Also das sage ich jetzt einfach so. Ja, klar. Ja, Das ja. ist, Ich finde, dass an Weihnachten ja nicht um die Geschenke geht, sondern tatsächlich um die gemeinsame Zeit, die wir miteinander haben, muss der Schlitten gar nicht so groß sein. Und wir werden ja auch immer moderner. Das heißt, die Weihnachtsmänner sind auch nicht mehr so dick, sondern achten schon auf ihre Ernährung. Stimmt, ja, immer Low Carb. Ja. sind alle Ja, Veganer. genau. Mhm. Ja, und das mit dem Controller finde ich nicht so gut. Also es soll ja dann vielleicht so ein Xbox- oder PlayStation-Controller sein und ich finde, dass hier komplett falsche Schwerpunkte gesetzt werden bei der Vergabe von Geschenken. Das gibt natürlich auch nochmal einen Minuspunkt. Ja, passt. Sehe ich Okay, auch wir so. gehen mal zu deinem Kalender über. Genau, mein Kalender mit der Nummer 71345. So, ihr dürft einschätzen. Leo, magst du mal anfangen? Also ich muss mir den jetzt immer schon aufmachen. Oder Jo. soll ich anfangen? Ähm, nee, ich beginne gern. Also, Mhm. ja, ich finde es eigentlich von der Grundidee her eigentlich eine coole Idee, weil es mal was komplett anderes ist. Mhm. Ähm, ich kann halt mit der Serie Haus des Sofort nicht so viel anfangen, aber der Ja, noch Adventskalender nicht. an sich, ja, aber der Adventskalender an sich hat echt viele coole Sachen, Ja. die ich halt bis auf die Figuren, die Figuren war ich nicht, sonst ist das Mhm. echt eigentlich schon ein starker Adventskalender. Ja. Sabrina, was sagst du? Also ich habe mir den jetzt mal im Detail ein bisschen genauer angeguckt. Also ja, ich musste mir den jetzt natürlich nochmal genauer angucken, weil ich Blindfisch, den in der Auswahl überhaupt nicht wahrgenommen habe, muss aber sagen, ich bin beruhigt. Der hätte meinen Weihnachtskalender um Länge nicht toppen können. Ähm, Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn die Pferde Rentiere gewesen wären, aber sind sie nicht. Wow. Mhm. Okay. Hm. Also, wir fangen mal mit dem Positiven an. Das ist schon eine ordentliche Vielfalt auch an Tieren und ich würde sogar fast sagen, dass der Kalender so ein bisschen meinen und den Leo sich ausgesucht hat, vielleicht auch vereint. Also, Deswegen gewinnt er vielleicht eine auch, ja. gewisse Auswahl. Ich bin mir da nicht so sicher. Die typischen Weihnachtsmerkmale, die fehlen dann doch. Also, Hm. wir haben die grünen Tannen, aber das sind ja am Ende nicht die echten Tannen. Ja. Ähm, Wobei ich gar nicht weiß, dieser linke Weihnachtsbaum, wo auch diese pinken, gelben, blauen Deko-Sterne, Schleifen dranhängen, ist das einer, der auch in dem Set mit drin ist? Ich würde gern ja sagen. Also der ist dabei, aber nur als Pappaufsteller. Aber man muss ja sagen, das ist ja eine wunderbare Kulisse. Du kannst ja wunderbar so den winterlichen Alltag dann darstellen. Und ich finde, dafür ist der wirklich perfekt. Also nur um das nochmal festzuhalten, in meinem Set ist ja ein richtiger Weihnachtsbaum drin und hier haben wir eine Okay. Pappvariante. Okay, gut. Ich sag wieder, wir sagen ein richtiger Weihnachtsbaum, der weiß ist und blaue Kugeln hat. Ja, genau. Also Muss Leo fairerweise muss entscheiden. ich sagen, für einen Pappaufsteller ist der ganz gut gemacht. Also der hat Schnee, ne, auf den Tannen und der ist richtig nett geschmückt. Also das Hm. muss ich jetzt ehrlicherweise mal so zugeben. Ich kann kurz ergänzen, das Schmücken kann man hier auch selbst erledigen. Also man hat hier die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum dann auch zu dekorieren. Also die Sachen sind hier dabei. Ah, okay, dann kann man selber entscheiden, wo man die dann am Ende platziert. Genau. Ja, das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Wir haben Schneemann, aber hier fehlen natürlich die Kinder, die den gebaut haben und sich mit Schneemurmeln bewerfen. Ja. Wir haben eine Figur, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Die hat so einen Schneehelm auf. Also Ja. Sicherheit geht vor. Die ist auch sehr schön angezogen. Also dieser Winterpulli, das finde ich schon richtig hübsch und so ein fixierter Korb. Hier würde ich jetzt sagen, um nach euren Argumenten von vorhin zu gehen, Schlittengröße ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Also das arme Pferd. Ja. Rentier, ich sag's euch. Andalusia ist ja ein bisschen im Barockstil, also noch ein bisschen weg vom Sportlichen, eher so ein bisschen schwererer Stil. Von daher ist das hier, glaube ich, ganz cool. Das Pferd wird 550 Kilo vielleicht ungefähr wiegen, also da kann das schon so ein Schlitten ziehen. Bisschen robuster und kräftiger, meinst du, der schafft das? Genau, genau. Und der Schlitten ist, also ihr müsst da mal genauer hingucken, der Schlitten ist wirklich auf den Bildern, die ein bisschen weiter hinten sind, also die werde ich hier im Video natürlich auch abbilden. Der Schlitten ist wirklich, also ich finde wirklich jetzt, nicht nur weil es mein Set ist, aber ich finde den traumhaft. Ja, das stimmt, ist er. Mhm. Der hat eine Ja, schöne Plattform. Also der ist auch schön
vom Muster her, ne? Hat er noch so ist das ein Weihnachtsstern, glaube ich, ne? Ja, Das ist dann das da ist der mit Stern drauf. von Bethlehem, glaube ich. Also, es hat natürlich auch wahnsinnig viele Teile, ne? Viele Mhm. Kleinteile. Das finde ich für Weihnachten natürlich auch wieder schön, weil ich an Weihnachten, also ich persönlich auch gerne Dinge entdecke. Ach, Mhm. jetzt sehe ich das erstmal, wie das hier zusammengesteckt ist. Okay. Ja, Also, alle in allem ist das ein nettes Set. Ein echter Weihnachtsbaum hätte dem Set echt nochmal gut getan. Und weiß ich nicht, vielleicht so ein Stand mit Plätzchen zum Verkauf oder genau, irgendwas was in der Art. genau. Hm. Weil du gerade sagtest, so ein Stand mit Plätzchen wäre vielleicht nicht schlecht. Wir haben ja noch ein paar Adventskalender in der engeren Auswahl gehabt. Also wir haben ja bestimmt noch ein paar mitgebracht und ich würde sagen, die können wir einmal ganz kurz nennen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, welche Sachen denn da noch verfügbar sind. Denn es gibt ein paar von denen auch. Wir haben uns natürlich eingeschränkt 2020 bis 2025, aber ein paar von denen sind einfach noch aktuell und die sind noch auf der Playmobil Homepage verfügbar. Und von daher würde ich sagen, reden wir mal ganz kurz einmal über die Konkurrenz, die wir noch hätten. Da haben wir zum Beispiel noch, kann ich ganz kurz nennen, aus der Spielwelt Princess Magic. Da haben wir den Adventskalender 71348. Also hier wird es bunt und ich finde den auch ganz cool. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber bei mir hat es am Ende da nicht ganz gereicht. Ja, nee, ist mir zu bunt. Ja, ist fair. Und dann haben wir noch dabei 71472. Das ist der Ausflug auf den Weihnachtsmarkt. Wäre eigentlich auch mein Favorit gewesen. Also hätte ich sonst auch noch verwendet. Finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool gemacht. Also hier sind auch so ein paar typische ja, Weihnachtsmarktelemente dabei. Wir haben hier so eine Weihnachtsbude und du kannst hier Hockey spielen. Das ist sehr, sehr cool. Also finde ich ganz witzig. Und dann gibt es natürlich noch so Sets wie die 71344, den Adventskalender von Miraculous. Ich weiß nicht, Leo, ob du darüber nachgedacht hast, den zu nehmen? Nee, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Okay, dann ist der dann auch schon mal raus, aber den hätten wir auch gehabt. Und dann natürlich so eine Klassiker wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Da gibt es zwei Kalender, die in die engere Auswahl vielleicht gekommen wären. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber dachte mir dann auch so, ja, Zurück in die Zukunft ist cool und du hast wirklich viele geile Sachen, die auch wunderbar zu den Filmen passen. Aber am Ende hat es dann irgendwie auch weniger mit Weihnachten zu tun oder mit ja, typischen Weihnachtsmotiven. Und dann dachte ich mir, da finde ich meinen irgendwie schon so ein bisschen winterlicher. Und ja, das sind die, die es irgendwie noch zu bereden gab. Und ich würde sagen, wir stimmen einmal ab und entscheiden uns jetzt, wer den besten Adventskalender hat. Leo, willst du anfangen? Also du hast ja einmal die Wahl, meinen Kalender zu wählen oder den von Sabrina. Willst du kurz mal sagen, Ja, für wollte ich gerade welchen? fragen, ob ich nicht meinen eigenen nehmen kann. Genau, genau. Willst du einmal kurz sagen, welchen du warum wählst? Ne, ich würde den von Sabrina nehmen, weil ich mit dem einfach mehr anfangen kann. Weil es halt Mhm. ein typischer Adventskalender, halt so ein typisch Weihnachts-Adventskalender ist. Mit dem kann man nichts falsch machen. Es sind super Sachen mit drinnen. So. Und halt bei deinem Lars kann ich von der Serie nichts anfangen und ja. Ja, okay. Sabrina, für wen entscheidest du dich? Ich nehme auch meinen. Okay. Mhm. Also, ich habe mich ja schon geoutet. Ich stehe ja nun auf diesen ganzen Weihnachtstünnef und alles, was dazugehört. Und beim ersten Schnee bin ich auch die Erste, die draußen ist und dann irgendwie mit ihren Händen am Schnee klebt. Und da ich meinen eigenen nicht nehmen kann, will ich dann die Ja, Alternative, schweren Herzens, aber dann dein Lars. okay. Dann steht es jetzt 1:1. Und jetzt ist natürlich, ich kann ja meinen eigenen nicht wählen. Jetzt wähle ich entweder den von Leo oder den von dir, Sabrina. Und ja, ich habe es ja ein bisschen schon verraten. Leo, tut mir leid. Also ich finde deinen Adventskalender auch richtig, richtig cool. Und ich würde mich auch gerne gegen Sabrinas Adventskalender entscheiden. Aber ich kann einfach nicht, weil, also wie gesagt, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe mit dem Adventskalender ja auch schon mal eine Folge gewonnen, die nicht veröffentlicht wurde. Und ich finde, das ist, obwohl er, finde ich, auch nicht ganz perfekt ist, also der richtig perfekte Adventskalender ist noch nicht erfunden worden. Da sind noch ein paar Details, die man ein bisschen besser machen könnte, aber Sabrina, dein Adventskalender ist schon der
bei dem ich am ehesten sagen würde, der geht in Richtung Perfektion und ich finde ihn sehr, sehr gut. Er hat wirklich alle Elemente dabei. Wir haben das ja ausführlich besprochen, also ziemlich, ziemlich viele weihnachtliche Sachen und ja, ziemlich traumhaft einfach, ne? Von jedem so ein bisschen was dabei und deswegen, ja, Sabrina, herzlichen Glückwunsch. Du hast die erste offizielle Folge, die auch König heißt, gewonnen und du bist heute unsere Königin. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, guckt gerne bei YouTube rein. Ihr könnt da die alten Adventskalenderfolgen, wie gesagt, hören und sehen. Da haben wir nochmal ja, ein paar Ausflüge unternommen, auch in die 90er, auch in die Anfänge der Adventskalender. Könnt euch da ein paar ältere angucken. Also Fans von Philipp und Fans von Tobi kommen da auf jeden Fall voll auf ihre Kosten und ja, guckt natürlich auch die anderen Folgen an. Wir haben ja da jetzt einige hochgeladen. Ja, liked gerne dieses Video und sagt uns gerne in den Kommentaren, welches Set oder welcher Adventskalender euch am besten gefällt. Und dann wünschen wir euch schon mal eine wundervolle Weihnachtszeit. Leo, Sabrina, ich wünsche euch eine wundervolle Weihnachtszeit und sag vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch das auch. Schöne Weihnachtszeit und ja, gemeinsame Zeit mit euren lieben Menschen. Genau, schließe ich mich an. Wir drei sehen uns dann zusammen im nächsten Jahr wieder. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Bim, bim.